Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute gibt es ein Video, worauf ich schon kaum warten kann, euch das Ganze zu zeigen. Mir hat schon in den Fingern gebrannt, ja, weil es wirklich ein Video ist, worüber ich selbst erstmal stolpern musste, dass es so einen Trick überhaupt gibt. Und wenn euch das gefällt, was ich euch heute zeige, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst. Das wäre auf jeden Fall sehr großer Support und schreibt mir mal in die Kommentare bitte rein, ob ihr davon schon mal gehört habt, ob ihr von diesem Trick wusstet, denn nach über, keine Ahnung, 10 Jahren Shakes and Fidget lernt man in diesem Game immer wieder nochmal was Neues, wie man nochmal was besser machen kann, was es noch so gibt. Dieses Game ist eigentlich im Grundkern so simpel, aber man kann so extrem viel rausholen und Taktiken ausarbeiten, von denen man gar nicht gewusst hat, dass es sie überhaupt gibt. Und ich bin immer wieder davon begeistert, wenn ich immer wieder nochmal nach Jahren, nach Jahrzehnten höre, einen neuen Trick, von dem ich selbst noch nicht wusste. Ja? Wir befinden uns auf dem Fusionsserver 11. Was suchen wir hier? Den ersten Spieler in der Rangliste, und zwar ist das die gute alte Nachteule, ja, die mich letztens im Twitch-Chat drauf angesprochen hatte, beziehungsweise gesagt hatte, bei welcher Ebene er jetzt gerade ist beim Sandsturm. Für die, die es nicht wissen, Nachteule ist immer so, ja, der erste Spieler, der alles und jeden aus dem Weg räumt, was so neue Dungeons angeht oder die bestehenden Dungeons. Er war der Erste, der komplett alle Gegner in der Schattenwelt besiegt hatte oder ja, sonst irgendwelche etwaigen Endbosse, die bisher noch niemand besiegt hat, ist Nachteule immer der Erste, ja. Und auch beim Sandsturm ist er derjenige, der momentan gerade am weitesten ist mit seinem Account hier. Und der ist auch so darauf ausgelegt, sowohl von der Skillung her, als auch von der Waffe her, vom Waffenschaden, von der Spanne her, dass er im Dungeon halt wirklich sehr, sehr weit kommt. Ja? Er hat hier 2 Waffen dafür am Start. Ja, das ist noch nicht der Trick. Er hat einmal eine PvP-Waffe und eine PvE-Waffe. Das, was wir hier sehen, ist seine PvP-Waffe, damit er in der Rangliste nicht so umherschwankt. Natürlich hat er aber auch noch eine PvE-Waffe, womit er in den Dungeons dann halt agiert und ja, die ist natürlich dann von der Spanne her natürlich nochmal deutlich härter. Aber von welchem Trick rede ich hier heute? Ja, welchen Trick habe ich selbst so noch nicht gehört? Er hatte mir in den Twitch-Chat geschrieben, ja, ich bin jetzt bei dem und dem Gegner dank dem Handschuhtrick. Ich denke mir so, Handschuhtrick? Was für ein Handschuhtrick? Ja, der Handschuhtrick halt, so, ne? Ich denke mir so, von mir. So, was ist jetzt so Handschuhtrick? Ich kenne keinen Handschuhtrick. So, er hat hier seine normalen Handschuhe jetzt gerade an. Also so, wenn man ihn jetzt so sehen würde, denkt man sich so, okay, hier ist ja alles ganz normal. So, ne, er hat hier eine PvP-Waffe, er hat hier ganz normale Handschuhe. So, aber er hat auch noch zweite PvE-Handschuhe, womit er ausschließlich nur weitergekommen wäre, dank diesen Handschuhtrick. Ja, mit diesen Handschuhen hier würde er nicht dastehen, wo er heute steht, im Sandsturm. Und zwar, meine Lieben, geht es hier um den Reaktionswert auf den Handschuhen. Also quasi um die Handschuhverzauberung. Schatten des Cowboys, hier die Verzauberung. +1 Reaktionswert, höher beginnt Kampf. Oder ja, und das ist das Ding halt. Es geht hier um die Verzauberung auf dem Handschuh. Die lässt man bewusst weg bei bestimmten Situationen. Dieser Handschuhtrick, von dem ich euch jetzt hier erzähle, der ist wirklich nur in manchen Ausnahmefällen wirklich besser als den Handschuh halt eben zu verzaubern. Also bei der Verzauberung geht es quasi darum, wenn ihr die Verzauberung auf den Handschuh habt, klar, dann fangt ihr halt eben mit dem Kampf meistens an. Ja, wenn ihr ihn weglasst, dann forst ihr quasi den Gegner dazu, dass der Gegner anfängt. So, und was bewerkstelligt das Ganze jetzt? Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Und zwar haben wir hier jetzt einmal Nachteule seine Handschuhe.
Das sind seine PvE-Handschuhe. Ja, ihr seht hier, ist ein ganz normales, stinknormales Item. Only Intelligenz da drauf. Warum? Weil, wenn er vor einem Sandsturmgegner steht, ihr müsst verstehen, er steht so weit im Sandsturm, dass er quasi von jedem Sandsturmgegner gewone-hitted werden kann, wenn er quasi jetzt das erste Mal angreift. So, also stellt euch erstmal die Situation vor. Er hat jetzt seine normalen Handschuhe drauf, ja, greift jetzt das erste Mal den Gegner an, weil er ja den Reaktionswert auf den Handschuhen hat. So, dann ist der Gegner einmal angeschlagen. Was passiert dann? Und das wissen viele nicht und das wird auch in-game nirgendwo beschrieben. Es gibt auch keine Formel dazu in-game. Das wurde sich von schlauen Spielern wieder gerechnet, wie das quasi entsteht. Wenn der Gegner einmal angeschlagen ist, ja, dann macht er unweigerlich mehr Schaden euch gegenüber. Ihr kennt das bestimmt, simples Beispiel, ihr kennt das bestimmt, euch ist das hundertprozentig schon mal aufgefallen, aber ihr habt euch nie was dabei gedacht. So länger die Kämpfe gehen, ja, also ihr macht einen Hit, der Gegner macht einen Hit und so weiter und so fort, umso länger sich das aufspannt, ja, umso länger dieser Kampf geht, je mehr Schaden macht ihr mit jedem Treffer hinten raus. Also geht der Kampf länger, macht ihr mehr Schaden irgendwie hinten raus. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mal das Dämonenportal angreift. Das Dämonenportal macht nämlich nicht sehr viel Schaden gegen euch. Das hat extrem viel Ausdauer, macht aber nicht sehr viel Schaden gegen euch. Ja, also die Kämpfe sind dort auch sehr, sehr lange. Und ihr könnt beobachten, dass ihr zum Anfang des Kampfes nicht sehr viel Schaden raushaut, aber umso länger der Kampf geht, wundert ihr euch, ihr macht auf einmal übelst mehr Schaden. Das ist so gewollt. Ja, es geht hier quasi um den Wutbonus. Ja, und bei dem Wutbonus geht es jetzt nicht irgendwie wie beim Berserker um sein Rage so mäßig, das ist nicht gemeint. In dem normalen PvP-Kampf, ja, in einem normalen PvP-Kampf gibt es so einen Wutbonus, wo ihr quasi immer wieder angreift und dann immer mehr über die Runde immer mehr Schaden macht, umso länger halt, wie gesagt, der Kampf geht. Ja, wir können das jetzt hier mal so ein bisschen beobachten. Wir fangen an mit ein paar, ja, mit 10 Schaden, mit 20 Schaden, mit 30 Schaden. Umso länger dieser Kampf sich auflädt, seht ihr, dass der Kampf immer mehr an Schaden gewinnt. Ne? Jetzt sind wir schon im 100er-Bereich teilweise hier. Ne? Natürlich schwankt das hier und da mal. Wir haben natürlich jetzt auch keine Waffe hier großartig. Ne? Aber das ist quasi dieser Wutbonus. Das heißt, wenn man angegriffen wird, einmal bekommt man so einen Wutbonus. Und der stackt sich halt dann immer weiter auf, bis zum Ende des Kampfes, wo man halt eben noch deutlich mehr Schaden macht hier. Also ihr seht, hinten raus werden die Kämpfe halt eben sehr viel stärker. So, und dieser Wutbonus, der wurde halt eben berechnet, dass es halt eben diesen gibt. Ich wusste bisher auch, dass es sowas gibt, diesen Rage-Bonus halt, ne, in diesen Kämpfen. Nicht ohne Grund werden die Kämpfe halt hinten raus immer stärker. Wusste ich, dass es das gibt, ja, wusste ich. Ich wusste aber nicht, dass man das für die Dungeons abusen kann, ja, und das passiert quasi jetzt hierdurch. Nachteule steht vor einem Sandsturmgegner. Er hat den Reaktionswert drauf. Er greift das erste Mal an. Mit seinen normalen Handschuhen. So, ne? Also, ne? Er greift jetzt das erste Mal mit normalen Handschuhen an. Was passiert? Der Gegner bekommt den Wutbonus, greift Nachteule an und Nachteule ist One-Hit, weil er schon einmal angegriffen worden ist. Wenn er jetzt mit diesen Handschuhen in den PvE-Kampf reingeht gegen den Sandsturmgegner, dann greift quasi der Sandsturmgegner das erste Mal unweigerlich an, weil er den Reaktionswert auf den Handschuhen nicht hat. Ja? Beabsichtigt. So. Was passiert dadurch, dass der Gegner das erste Mal angreift? Er hat ja diesen Wutbonus noch nicht, wodurch er Nachteule nicht one-hitten kann. Wenn er einmal getroffen worden ist von Nachteule, dann kann er den Gegner aber one-hitten. So, weil er halt eben schon diesen Wutbonus hat. Und das ist dieser spezielle Fall, einer von Tausenden, ja, von Hunderttausenden vielleicht auch, keine Ahnung,
wo es besser ist, den Reaktionswert auf seinen Handschuhen nicht drauf zu haben, weil dadurch bekommt Nachteule dann den Wutbonus, weil er ja dann getroffen worden ist und den Treffer überlebt, das ist ganz wichtig, und hat dann dadurch die Chance, den Gegner dann zu one-hitten, weil Nachteule darauf ausgelegt ist, mit den Handschuhen und mit seinen Statpunkten eine Glass Cannon zu sein. Nachteule hat weniger Ausdauer als ich mit meinem Main. Und Nachteule ist einer der stärksten Magier weltweit, so, ne? Und darum geht es bei dem Trick. Bewusst den Reaktionsbonus wegzulassen, um halt diesen Rage für sich arbeiten zu lassen. Normalerweise, wie gesagt, ist es besser, den Reaktionswert drauf zu lassen. Ich möchte auch nicht, dass ihr das irgendwie so versucht, dass ihr jetzt quasi die Handschuhe und sowas weglasst. Es ist wirklich nur in ganz, 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 ganz wenig Fällen so. Und Nachteule ist halt so weit vorne im Sandsturm, dass es quasi nur noch mit solchen Min-Maxing-Tricks geht, noch einen Gegner weiterzukommen. Ja? Und das ist quasi der Handschuhtrick. Das ist sehr, sehr krass. Ja. Er hat hier auch normale Handschuhe rausgenommen und keine Epics. Fragt ihr euch, oder warum nimmt er kein Legendary oder warum nimmt er kein Epic? Er nimmt bewusst diese Intelligenzhandschuhe, weil es für ihn quasi nicht in Frage kommt, ja, wenn er sowieso einmal mit Schamhaaresbreite überlebt, dann braucht er so viel Schaden, wie es geht, um den Gegner halt zu one-hitten. Wenn er ihn nicht one-hittet, dann ist der Kampf vorbei. Ja, und deswegen dieser Rage-Bonus. So, hier haben wir noch einmal seine normalen Handschuhe. Ja, ich muss mal gucken, dass ich hier mit den Bildern nicht durcheinander komme. Genau, hier haben wir einmal diesen Enrage-Bonus, der wurde hier einmal beschrieben. All damage is increased by 16,66% with every strike. Also jedes Mal, wenn man angreift, wird der Damage quasi um 16,66% erhöht. This includes evaded strikes and others. So, dadurch haben wir jetzt quasi hier diesen Enrage-Bonus. Der ist aber, wie gesagt, nirgendwo in-game beschrieben. Das wurde sich quasi errechnet von schlauen Spielern. Den Handschuhtrick, da muss man auch nochmal Shoutouts raus an Tim Hot Tub. Der hat hier quasi Nachteule diesen Tipp gegeben. Er, kann man sagen, ist mehr oder weniger der Erfinder von diesem Handschuhtrick. Der ist bei einer Berechnung dadurch drauf gestoßen, dass es schlauer wäre, in diesem Fall ja, normale Handschuhe zu nehmen, ohne den Reaktionswert drauf, also ohne Verzauberung. This basically means that the longer the fight goes on, the more damage will both sides deal, and rage is reset to 0 with every new fight. Example, Spieler 1, erster Hit, 0,00%. Spieler 2, erster Hit, 16,66%. Dann ist wieder Spieler 1 dran mit dem zweiten Hit, der hat dann 33,33%. Dann ist wieder Spieler 2 dran mit dem zweiten Hit, der hat 50% Hit. Oder 50%, ne? Dann gibt es halt eben noch so spezielle Fälle, wo halt eben ja, die Klassen noch irgendwas dann mit ihren Fähigkeiten daran ausmachen. Da gehen wir jetzt aber nicht weiter drauf ein. Hier ist noch die genaue Formel. Da kann man sich noch ganz genau dann ausrechnen, wie das Ganze mit diesem Enrage-Bonus so funktioniert. Ja, könnt ihr euch auch sehr gerne durchlesen. Geht jetzt aber auch ein bisschen zu sehr ins Detail. Hier habe ich einmal einen Screenshot gemacht. Hier seht ihr einmal die PvE-Waffe von Nachteule. Ja, wir erinnern uns, er hat hier standardmäßig halt eben seine PvP-Waffe drin, also seht ihr gerade, okay, er macht jetzt gerade keine Dungeon-Fights großartig, aber hier ist einmal seine PvE-Waffe, die hatte ich hier einmal gescreenshottet, und hier seht ihr auch die Spanne, die ist natürlich dann auch wiederum darauf ausgelegt, möglichst viel Schaden zu machen, und alle diese Faktoren, ne, sowohl seine Skillung her auf Intelligenz, dass er so krass auf Int geht, als auch seine PvE-Waffe, dann noch die Handschuhe dazu und alles das in Kombination erlaubt es ihnen dann, einen Gegner mehr zu legen, weil er es sonst nicht geschafft hätte. Ja, hier einmal das Bild davon. Dann haben wir hier einmal den Kampf gegen diesen besagten Gegner, den er halt eben dadurch auch geschafft hat. Ja, ihr müsst euch vorstellen, mit diesen ja, Handschuhen drauf greift halt jetzt hier die Sandschabe ihn das erste Mal an, und weil die Sandschabe noch nicht diesen Rage-Bonus hat, überlebt Nachteule ganz, 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 ganz knapp. Und das ist halt eben dieser eine von hunderttausenden Fällen, wo es halt besser ist, dass Nachteule nicht seine normalen Handschuhe hat. Weil hätte Nachteule mit den normalen Handschuhen und Reaktionswert angegriffen, dann hätte die Sandschabe diesen besagten Wutbonus und würde Nachteule jedes Mal legen. Dann hätte er eine Chance von 0,00. Ist impossible, dass er den besiegt. Aber durch diese Handschuhe hat er halt eben diese eine von keine Ahnung wie viel Chancen zu überleben und dann den Gegner zu one-hitten. Mit dem Schaden, den er halt eben macht.
ja, und der Waffenspanne, die er halt eben hat. So, hier nochmal ein kleiner Text von Nachteule, hier mal ein Bild von Sandsturmgegner 726. Würde ich mit normaler Ausrüstung angreifen, schaffe ich den den nicht mit einem Crit. Die Schabe hingegen haut mich ohne Crit mit dem ersten Schlag weg, weil ich unter 1,4 Millionen Leben habe. Fängt die Schabe hingegen an, also ich ohne Handschuhverzauberung, macht sie weniger Schaden und ich überlebe den Schlag. Danach habe ich dann beim Erstschlag den Wutbonus, mit dem es knapp reicht, hohe Range auf der Waffe plus Crit natürlich Voraussetzung. Ja? Und das ist so geil, als ich das gehört hatte und dann auch noch verstanden habe, so was man in diesem Game eigentlich alles so rausholen kann, um noch einen Gegner weiterzukommen. Ja? Habt ihr schon mal von dem Handschuhtrick gehört? Also es ist ja, ich war damals schon verblüfft gewesen, als Nachteule angefangen hatte mit dem Tränketrick. Ja, aber der war schon ein bisschen weiter verbreitet so. Ne? Der Tränketrick ist quasi, wenn man in der Schattenwelt mit seinen Begleitern kämpft und man kommt dann nicht weiter, dann gibt man quasi als jetzt hier in dem Fall als Magier, nimmt man den Int-Trank raus und macht einen Geschicktrank rein, weil dann der Geschicktrank auf die Kunigunde dann halt eben münzt und dadurch halt eben die Kunigunde stärker wird und alles auf der Kunigunde liegt, weil man gegen zum Beispiel Kundschaftergegner dann halt eben mit der Kunigunde ausweichen kann und man macht mehr Schaden und da ist die Chance dann tatsächlich dadurch höher, den Gegner zu besiegen, als hätte man jetzt hier einen Int-Trank drin. So, solche kleinen Sachen. Das sind alles so kleine Sachen, die das Game so interessant machen, finde ich. Aber das ist halt so, ja, da kommst du irgendwann mal nach Jahren drauf, wenn du schon alles weißt über das Game irgendwie, dann gibt es immer noch mal so ein kleines bisschen, was dann, womit man dann sich noch ein bisschen verbessern kann, in bestimmten Situationen. Weil, wie gesagt, ihr seht es hier, sonst normalerweise hat er halt eben den Reaktionswert drauf, weil es halt in 99,99% der Fälle besser ist als ohne. Aber in dem Fall ist es halt eben besser, diese Handschuhe hier zu tragen. Und das ist halt eben heftig. Ja, Freunde, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr davon schon mal gehört habt. Und wollte ich euch nicht vorenthalten, das Video. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dankeschön an Nachteule und Tim auch hier, die halt mir das Ganze ein bisschen näher gebracht haben. Wie gesagt, mit diesem Wutbonus, das wusste ich, dass es sowas gibt. Wie sich das berechnet und dass man das ausnutzen kann, wusste ich tatsächlich nicht. Vielleicht seid ihr jetzt auch ein bisschen schlauer dadurch geworden und habt einen Mehrwert draus ziehen können. Ansonsten war es das soweit. Wunderschönen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Sonst sage ich immer, haut rein und bis zum nächsten Mal. So ist es richtig. Ciao, ciao.